Moin zusammen. Ich habe gerade zum allerersten Mal Super Metroid durchgezockt und solange das Spielerlebnis bei mir noch frisch ist, habe ich mir gedacht, ich mache ein kleines Review dazu. Musste einfach gerade drüber quatschen. Es ist nicht das allererste Metroid, was ich gespielt habe. Mein erstes war Metroid Prime. Danach habe ich Zero Mission gespielt und dann Metroid Dread, als es rauskam. Also mit der Reihe schon ein bisschen vertraut, würde ich sagen, auch wenn ich nicht alle Teile gespielt habe. Super Metroid hat mir aber extrem gut gefallen, gerade wenn man bedenkt, wann es rausgekommen ist. Das Spiel ist zum Zeitpunkt des Videos 31 Jahre alt und hat es einfach geschafft, designtechnisch was zu machen, was ich unfassbar krass finde. Für das Jahr gerade auch. Das Genre war da jetzt ja noch nicht besonders alt. Wenn man sich heute anguckt, wie viele Metroidvanias pro Jahr rauskommen, da kommt man wahrscheinlich mit zwei Händen nicht hin. Und da sind auch fantastische Spiele dabei, wie zum Beispiel das neue Prince of Persia, Hollow Knight. Irgendwann werden wir wahrscheinlich unseren Enkelkindern erzählen können, dass wir damals schon dabei waren, als Silksong angekündigt wurde. Und es ist wirklich krass, wie wenig man an diesem Spiel ändern müsste, wenn man es heute nochmal auf den Markt bringen möchte. Also klar, ein paar Quality of Life Sachen sind dabei. Man braucht eine Weile, bis man sich in die Steuerung reingearbeitet hat. Die ist tatsächlich nicht mehr aktuell heute und gerade der Walljump hat mich schon ein paar Nerven gekostet. Aber das Pacing, die Atmosphäre, die Grafik auch ist feinste 16-Bit-Grafik. Ist wirklich cool, was die mit dem Spiel machen. Ähm, und das ganze Gameplay finde ich überragend. So die Art und Weise, wie das Spiel es hinbekommt, einen zum nächsten Ort zu führen, ohne dass man das Gefühl hat, dass man an der Nase dahin geführt wird oder einen blinkenden Punkt auf der Karte hat, der einem anzeigt, wo man hingehen soll, ist wirklich cool. Dass die es zu dem Zeitpunkt schon hinbekommen haben, ein Spiel zu bauen, bei dem ich in unterschiedlichsten Reihenfolgen die Items abgreifen kann, ist auch einfach unfassbar für mich. Ich habe gedacht, ich hätte bei dem Spiel einem roten Faden gefolgt und habe immer mal wieder bei einem Playthrough von einem Streamer reingeguckt parallel, weil ich es einfach interessant fand zu sehen, wie der das Spiel durchgezockt hat, der das ebenfalls zum ersten Mal gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Und der ist einen komplett anderen Weg gegangen als ich. Ich habe gedacht, so ich stotter hier gerade mehr oder weniger stringent genau ab, wo das Spiel mich lang lotst. So genau so, wie mein Kopf gearbeitet hat quasi und mir das Spiel gesagt hat, hey, geh erst hierhin, dahin, dann dahin. Dass ich das getan habe und dass das irgendwie so der Standardweg ist. Wenn ich mir dann angucke, was der Streamer da gemacht hat, Maximilian Dude, dann ist das einfach was komplett anderes. Klar, der hat irgendwo zwischendurch ein paar Sachen ausgenutzt, die er dann schon früher gecheckt hat als ich. Bei mir war der Walljump erst eine Sache für mich, als ich tatsächlich gesehen habe, wie diese Tiere die Wand hochspringen. Vorher, ich wusste, dass es den im Spiel gibt, ich dachte aber, man lernt den. Und nicht, dass er die ganze Zeit einfach schon da ist und man einfach nur rausfinden muss, wie er funktioniert. Voll gut. Dass die. Oh ne, es war nicht der Vogel. Der Vogel zeigt einem, wie man den Superspeed für einen Sprung speichert. Es waren diese kleinen Tiere, die die ganze Zeit hochspringen, dann wieder runterspringen, wieder hochspringen und so. Extrem cool, wie das Spiel das schafft. Ohne irgendeinen Text, kein Tutorial. Es schickt einem einfach los in eine völlig unbekannte Welt und schafft es trotzdem, dass man richtig von A nach B gelotst wird und bei C landet. In irgendeiner Form. Kann sein, dass man von A über C bei B landet, aber man klappert alle Punkte ab, man bekommt alle Items, die man benötigt und landet dann bei den Endbossen. Auch die cool, wirklich cool. Gerade Ridley hat mich, also da hatte ich echt dran zu knabbern. Muss ich auch zugeben, dass ich da mal kurz in eine Komplettlösung geguckt habe, um zu gucken, wie viel Health hat der, was ist normal an Energy Tanks, mit denen man da hingeht und wie viel Schaden mache ich überhaupt. Denn ich hatte schon das Gefühl, dass ich mir da gerade die Zähne ausbeiße. Kann aber auch daran liegen, dass ich einfach nicht so gut bin.
Aber ja, war ein krasses Erfolgserlebnis, den dann tatsächlich auch zu legen. Also bei modernen Spielen habe ich das natürlich bei Souls-Likes und so, aber da die Patterns zu lernen und auszuweichen und zu wissen, wann ich eine Attacke setze und so, voll gut. Also wirklich nice. Dieser eine Boss, den man zurückstoßen muss in die Lava, der dann später als Skelett wiederkommt, auch der so ein kleiner Schockeffekt von wegen, oh fuck, jetzt muss ich nochmal gegen ihn kämpfen. Und war eigentlich schon am Ende meiner Ressourcen. Auch das hat gut gesessen. Und dann ich glaube, das muss ich irgendwie mal absorbiert haben. Ich habe es wahrscheinlich irgendwann schon mal irgendwo gesehen. Oder es war in Metroid Dread drin oder in Zero Mission oder so, da wurde auch schon sowas gemacht. Aber ich wäre wahrscheinlich in den 90ern, also in den 90ern sowieso nicht, ich war 9, als das Spiel rauskam, 8 oder 9. Da hätte ich das garantiert nicht so durchspielen können. Aber ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, dieses Glasding zu sprengen mit der Mine, mit der Supermine, damit ich in die Wasserwelt komme. Ich glaube, da gibt es auch andere Zugänge oder so, aber da wäre ich auf jeden Fall drüber gestolpert früher. So oder so, die Anzahl an Geheimnissen. Ich habe anscheinend in meinem Run 63% aller Items gefunden. Das ist zwar nicht wenig, aber ich habe das Gefühl, das ist auch nicht viel. Ich vermute mal, das meiste sind wahrscheinlich Missile Packs, die noch irgendwo rumfliegen. Aber auch Energy Tanks gibt es, glaube ich, noch eine Menge. Ich habe 7 gefunden und ein paar von den Backup Tanks. Aber so, ich habe mich nie komplett sicher gefühlt. Ja, und ich habe es auch nicht geschafft. Ich weiß von Speedruns, auch wenn ich die nie wirklich richtig verfolgt habe, dass es Kill the Animals und Save the Animals gibt. Bei mir sind sie anscheinend alle draufgegangen. Wüsste jetzt nicht, wie ich die in das Schiff bekommen hätte. Aber ja, also ich bin echt begeistert davon, dass es so ein altes Spiel geschafft hat, so modern zu bleiben. Und heute ist quasi immer noch ein richtig gutes Erlebnis ist, das Spiel durchzuspielen. Ich habe es auf einem Handheld durchgespielt. Hier. Und das hat echt gut funktioniert, weil sich das Spiel halt auch dafür eignet, einfach mal kurz hier 10 Minuten, da eine Viertelstunde zu investieren. Und ja, gutes Speichersystem auch mit Ressourcenknappheit ist einfach immer eine Sache. Es ist wirklich nicht einfach, das Spiel. Und ich habe Bock, einfach direkt mit dem nächsten Metroid weiterzumachen. Ich muss mal gucken. Ich habe Fusion noch auf der Agenda. Ich habe Metroid Prime Remastered nicht gespielt. Das letzte Mal, als ich in Metroid Prime reingeguckt habe, ist auch schon 20 Jahre her. Ja, ich bin sehr gespannt, wo das Genre hinführt. Freue mich auf Metroid Prime 4. Und wer daran interessiert, wann habt ihr das Spiel das erste Mal gespielt? Habt ihr es auch erst als Erwachsener entdeckt? Oder habt ihr das schon als Kind gezockt? Seid ihr einfach Konnoisseure des Genres? Oder ist das gar nichts für euch? Lasst mir gerne eure Meinung da. Und würde mich über ein Like freuen und ein Abo. Normalerweise machen wir eine Menge Podcasts. Guckt da gerne mal rein. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.